Für dich ist Scheidung? Keine Ahnung, ich habe noch nie über Scheidung nachgedacht. Ja, manchmal notwendig, weil man sich eben zu schnell verliebt und eben die rosarote Brille aufhat und dann gleich heiratet. Und wenn es dann doch nicht passt, dann ist es ja besser, man lässt sich scheiden, anstatt dass man zusammenlebt und streitet. Es ist eh klar, dass heutzutage man nicht mehr sein Leben lang in einer Beziehung sein muss. Ich glaube, dass heutzutage sich die Leute sehr schnell scheiden lassen. Einfach weil es leicht ist. Aber als es die Option nicht gab, haben Leute, wo es vielleicht wirklich funktionieren würde, wenn sie sich mehr Mühe geben, es dann auch probieren müssen. Und dann hat es vielleicht funktioniert. Und jetzt wird zu leichtfertig eine Ehe beendet, finde ich. Ist halt so in der heutigen Zeit, dass man sich dann oft wieder mal gegeneinander, nicht füreinander entscheidet. Ich kann mich scheiden lassen und dann wieder heiraten und dann sagen oft, ja, ich habe schon, weiß nicht, die 5. Ehe und da denke ich mir, das gibt es ja nicht. 5-mal entschieden, dass das der Partner für mein ganzes Leben ist und dann 5-mal, ja, weiß nicht, das finde ich ein bisschen arg. Ich kenne auch Familien, wo das wirklich gut war, dass sich die Eltern getrennt haben. Also das finde ich wichtig und finde ich gut, dass es das gibt. Und ich finde es ganz großartig, wenn es wirklich Paare gibt, die ein Leben lang zusammenbleiben. Das ist wirklich fein und ganz was Tolles. Du kennst doch die Bekannten, was wir jetzt haben, wo jetzt die Scheidung ansteht. Die waren jetzt 4-5 Jahre zusammen, haben sofort geheiratet mit 19 und... Eben dazu will ich ja kommen. Ich will die ganze Sache umdrehen. Ich sage, heiraten ist heutzutage überflüssig. Natürlich, okay, man gibt ja Versprechen fürs Leben, aber wenn es nicht mehr passt und ich mich nur mehr runtergewöhne mit dem Partner und ich den einfach gar nicht mehr ertrage, für was? Da bringt mir die Beziehung bzw. die Ehe nichts mehr. When every road is closed and you don't have any way, you must get divorce. Bei meinen Eltern habe ich es verstanden und ja, man muss es verstehen können, vor allem auch die Kinder. Schrecklich, als Kind fand ich es nicht lustig, sich nur zu streiten und noch dazu vor den Kindern und vielleicht auch, dass Gewalt im Spiel ist, finde ich es ist nicht gut. Aber ich persönlich verbinde eher Traurigkeit mit der Scheidung. Also wenn man selber nicht glücklich ist, würde ich jetzt mit dir nicht zusammenbleiben. Nur weil wir verheiratet sind und ein Kind haben. Nein. Ich finde es schade, nur wegen Kindern zusammen zu bleiben und dass Mann und Frau oder Mann und Mann, Frau und Frau unglücklich sind dabei. Nur wenn man selbst glücklich ist, kann man andere auch glücklich machen. Ich finde das auch. Schön gesagt. Was denkst du über die Ehe? In meinem Fall ein Traum? Na, warte, da ist verheiratet. Derzeit nichts für mich. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich erwachsen bin. Ich weiß nicht, ich stelle mir so eine Hochzeit in Weiß schon voll schön vor. Ja, sicher ist es ein romantisches Ereignis und sicher verbindet es, aber was ändert jetzt der Ehering an meinen Finger in Bezug zu meinem Freund zum Beispiel? Heutzutage vor allem muss eine Frau oder ein Mann muss nicht verheiratet sein, um glücklich zu werden oder um der Gesellschaft zu entsprechen oder dem System zu entsprechen. Es ist nicht notwendig, es ist ein Stück Papier. Es hat nichts damit zu tun, ob man mit seinem Partner sein Leben lang zusammen sein will. Also wenn es für sie ein Symbol ist dafür, dass das jetzt alles vollkommen ist, dann stecke ich wahrscheinlich zurück und sage ja. Also für mich ist die Ehe schon so, dass man sich entscheidet, okay, den habe ich jetzt wirklich gern und mit dem will ich eigentlich schon längere Zeit verbringen und nicht nur ein paar Jahre. Ich finde, es sollte jeder das Recht haben, heiraten zu dürfen, der es gerne möchte. Die Ehe, dass es eigentlich nur um diese Feier geht, nochmal, dass alle zusammenkommen und feiern, dass du wen gefunden hast, mit dem du dein Leben verbringen möchtest. Man kann es aber so betrachten, dass man sagt, man geht diesen Bund ein, um etwas Gemeinsames zu sein. Und ich sehe es als wichtiges Zeichen nach außen, wir gehören zusammen. Aber die Zeremonie zum Beispiel gibt mir überhaupt nichts. Ich finde das eigentlich ziemlich wichtig, dass es auch eine Möglichkeit gibt für gleichgeschlechtliche Paare, dass diese eine Ehe vollziehen können. Was willst du in einem weißen Kleid dahin daddeln? Nein, in weißen Anzug und in schwarzen Anzug. Oder? Oh mein Gott. Das ist doch voll so kenne ich dich überhaupt nicht. Nee. Was will ich denn mit der Kirche? Die waren die Ersten, die mir Rechnungen geschickt haben. Ja, das ist klar, du hast nie gezahlt. Heiraten darf ich nicht, also zahle ich auch nicht. Ja. Aber ich will ja gar nicht heiraten, das ist ein Teufelskreis. Und mir ist gesagt worden, nichts ist schlechter für die Beziehung wie heiraten oder zusammenziehen.
Ich glaube, ich werde niemals heiraten. Ich auch nicht. Ich meine, ich liebe meinen Freund über alles, aber das ist mir zu sicher, das Ganze. Meine Großmutter, wäre sie nicht mit meinem Großvater verheiratet gewesen, hätte sie richtige Probleme. Weil das früher halt so üblich war, dass die Frau nicht arbeitet. Was denkst du über die Ehe? Kitschig gesehen das romantischste Zugeständnis, das man seinem Partner eigentlich geben oder schenken kann. Einfach dieses Ja mit dir und mit dir mein Leben teilen. Also ich sehe es bei meinen Eltern, wie es ist. Die Atmosphäre zu Hause passt so, wie sie ist, und ich hoffe, sie werden immer zusammenbleiben. Könntest du ohne Kinder glücklich sein? Das ist für mich schon ein wichtiges Thema und ich weiß auch hundertprozentig, dass ich Vater werden will und eine Familie haben will. Also ohne Kinder wird es bei mir nicht funktionieren. Das ist irgendwie ein Punkt, den man erreichen muss, vielleicht sogar das Ziel meines Lebens, sich fortzupflanzen. Irgendjemandem möchte man das erreicht in seinem Leben ja auch vermachen. Die Allgemeinheit ist schwierig zu sagen. Klar kann ich es allen schenken, aber Kinder sind ein Ziel irgendwo, etwas, das man im Blick hat. Ich bin derzeit glücklich ohne Kinder. Es passt genauso, aber ich wünsche mir trotzdem welche. Ich habe jetzt für mich noch nicht so festgestellt, dass ich zwingend unbedingt Kinder haben will. Wenn es nicht passt, dann halt nicht, aber natürlich ist es schön und besonders dann im Alter oder wenn man sehen kann, wie die Kinder größer werden und so, das stelle ich mir schon schön vor. Das ist jetzt irgendwie voll hardcore zu sagen, aber ich meine, mein Kind war nicht gewünscht und das sage ich einfach so. Nur, es war aufgezwungen. Aufgezwungen nicht, es war einfach ich schwul und hab mal Sex mit einer lesbisch. Frau und irgendwie war das alles voll doof. Nur, ich meine, er ist da, ich sehe ihn und mich berührt das voll, aber ich wäre auch glücklich ohne Kind. Wenn alle Stricke reißen, es gibt Hunde oder Katzen. Könntest du ohne Kinder glücklich sein? Nein. Wahrscheinlich, wenn ich keine kriegen könnte oder so, müsste ich mich halt damit auch abfinden und könnte im Endeffekt dann auch glücklich sein. Aber es würde irgendwie schon erstmal mein Glück trüben. Die Frage ist nicht, was passiert, wenn man jetzt eben nicht fruchtbar ist oder keine Kinder kriegen kann zusammen. Ist, glaube ich, Adoption auch ein Gedanke. Oder würde ich mich mit Kindern von anderen Menschen beschäftigen? Eine Tante sein oder Godi oder so. Und ein Kind am Lebensweg begleiten halt. Ein Kinderwunsch war immer da. Ja. Ich meine, vorher war ich glücklich und jetzt bin ich noch glücklicher mit der Kleinen. Genau. Also. Kinder sind sehr wichtig. Kinder braucht man. Eine Welt ohne Kinder würde mich persönlich sehr unglücklich machen. Wenn du an die Zukunft denkst, wie siehst du dich? Viel reisen, arbeiten, meine Projekte machen. Verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft mit Kindern, in einer Beziehung, alleine, mit Kindern oder ohne Kinder. Ach so, da geht es um Kinder. Also ich bin jetzt derzeit noch damit beschäftigt, eigentlich mir die Frage zu stellen, wie es beruflich oder nach dem Studium jetzt weitergeht. Derzeit bin ich alleine, aber ich könnte es mir schon vorstellen, eine nette Partnerin an meiner Seite zu haben. Vielleicht sogar verheiratet, wer weiß. Vielleicht kommt ja Mrs. Right eines Tages. Ich sehe mich mit Kindern, ich sehe mich als Familienvater, der arbeitet. Also eigentlich ein ganz normales, spießiges, vorgezeichnetes Leben, ja. Das mit den Kindern ändert sich immer wieder. Mal mehr die Tendenz, ja, Kinder, dann wieder mal so. Weiß ich noch nicht. Das sind je nachdem, welche Phasen das gerade sind. Ich bin nicht so der Zukunftsmensch jetzt. Also ich lebe eher so in der Gegenwart. Schau, wie es kommt, wie ich es nehmen soll. Weil, wenn man so seinen fixen Fokus in die Zukunft setzt und sagt, da muss ich hin, nimmt man sich selbst die Chance, irgendwo abzuzweigen. Ja, voll. Und das ist ja das Schöne, weil man ja nicht weiß, was einen erwartet. Manchmal ist das nicht schön, aber wäre doch total fad, wenn man weiß, wie es in 5 Jahren ausschaut. Also ich mag das nicht. Nein, ich mag jetzt auch nicht. Ich hätte gerne Kinder, schon. Wenn es nicht so ist, bin ich auch nicht sonderlich traurig, weil es bei mir da echt davon abhängig ist, ob ich den Partner finde, dem ich Kinder anvertrauen würde. Weil ich genau weiß, wie es ist,
ohne Vater aufzuwachsen und das würde ich ihnen nicht unbedingt geben wollen. Der Partner kann die Kinder bringen, man kann Kinder kriegen, man kann alles zusammen. Ja, im Job will ich weiterkommen sein. Also will ich wirklich was haben, das was mir Spaß macht, das was mir erfüllt. Für mich wäre einfach ein richtig angenehmes Alter schön. Darauf arbeite ich eigentlich immer. Wenn du an die Zukunft denkst, wie siehst du dich? Genauso wie jetzt. Und das macht schon sehr glücklich, weil ich bin schon sehr, sehr weit. Was ich lustigerweise mit meinen Freundinnen bespreche, keiner von uns sieht sich verheiratet. Und wir glauben nicht daran, dass es an uns liegt, dass wir jetzt an sich keinen Mann finden. Nur das Konzept der Heirat, auch der kirchlichen Heirat, ist bei uns überhaupt nicht vertreten. Ich sehe mich in der Zukunft glücklich, in einer Partnerschaft, das auf jeden Fall. Und derzeit ist auch für mich das Thema Kinder noch gar nicht präsent. Also ich sehe mich auf jeden Fall verheiratet mit ganz vielen Kindern, liegt aber auch daran, dass ich gerade frisch verliebt bin, also das ist gar nicht ganz objektiv. Ich bin auch verliebt, aber ich denke nicht sofort an Heirat, wenn ich jemanden sehe oder wenn ich mit jemandem schon länger in einer Beziehung bin. Es ist für mich nur man kann auch ohne Heirat glücklich sein und verliebt. Auf jeden Fall, nur ja, für mich, das kann einfach dazu auch. Ich hoffe, das geht sich aus. Gleichzeitig Rockstar natürlich, ne? War das super. Meine Freundin ist Ärztin. Wenn das nicht hinhaut, wenn was nicht hinhaut, mit dem Rockstar sein, da musst du das Geld. Da muss ich das Geld einbringen.